Hi, mein Name ist Robert Marc Lehmann, herzlich willkommen zu einem neuen Video und diesmal aus dem Dschungel von Peru. Ihr seht schon, ich bin ein bisschen verschwitzt und auch ganz schön gut zerstochen, also ich bin schon gut durchgepiesackt. Und in diesem Video zeige ich euch mal meine besten Natur- und Tieraufnahmen hier aus Peru. Also ich werde euch mitnehmen an verschiedene Plätze zum Fotografieren. Wir werden versuchen, Riesenotter zu finden, Spinnen, alle möglichen Vögel, Capybaras, Wasserschweine und so weiter. Let's go mit dem Video. Wildtierfotografie in Peru, die schönsten Aufnahmen. Los geht's! So Freunde, es ist kurz nach 4, Equipment ist gepackt, wir sind auf dem Boot, fahren jetzt im Dunkeln über den Fluss. Das ist immer nicht so ganz einfach in diesen Regionen, weil du natürlich irgendwo Stämme hast, die mit dem Fluss runterwatscheln oder irgendwo Aufschüttung hast, flache Zonen. Also das ist eine ziemlich tricky Geschichte, aber wir wollen natürlich zu der Zeit am See ankommen, wenn die Otter gerade aktiv sind, wenn das Licht schön ist, damit wir schöne Bilder kreieren. Und dazu muss man ein bisschen Risiko in Kauf nehmen und vor allen Dingen wenig Schlaf. So, los geht's. Wir wollen nicht länger warten. Let's go! Ist natürlich nicht ganz einfach, zur richtigen Zeit am richtigen Ort zu sein und vor allen Dingen mit ungefähr 33 Kilo Equipment mal eben schnell durch den Dschungel tragen. Aber für gute Bilder macht man das. So, angekommen. Wir müssen uns ein bisschen beeilen, weil es dämmert hinten schon. Die Sonne kommt ganz langsam hoch und wir wollen natürlich zur richtigen Zeit draußen sein. Das heißt jetzt ab aufs Boot, ab in den Nebel und auf Otterhof. Es dämmert gerade. Sehr schön, die Sonne kommt hinten richtig schön hoch. Der Nebel vorne auf dem Fluss. Oder es ist ein Altarm, auf dem wir gerade sind. Das ist so eine Stimmung, die mag ich wirklich sehr, sehr gern. Weil jetzt ist so, die Aktivität geht gleich richtig los. Und wir sind jetzt auf der Suche nach Riesenottern. 50, 60, in Ausnahmefällen mal 70 Kilo. Boah, das sind ordentliche Biester, die größten Otter der Welt. Da traut sich noch nicht mal ein Jaguar ran. Und die mal live zu sehen, wäre ganz geil, aber Chancen sind so 50-60%. Heißt Daumen drücken. Aber erstmal auch ein bisschen genießen. Wir haben einen ganz besonderen Vogel gesehen, den ich schon mein ganzes Leben lang sehen wollte, den Huazin. Opisthocomus huazin. Das ist ein ganz, ganz besonderer Vogel, weil nicht nur sein Aussehen, es ist wie so ein Baumtruthahn in schön mit so einem Haubenaufsatz, sondern auch das Verhalten ist so erstaunlich. Ihr müsst euch vorstellen, wenn die Jungtiere sich erschrecken oder von einem Feind bedroht werden, lassen die sich ins Wasser fallen
und bleiben sogar wirklich unter Wasser, also eingetaucht. Und zwar bis zu einer Minute. Und dann haben die kleine Krallen an den Flügeln und kommen dann wieder aus dem Wasser rausgekrallt. Also das muss man sich mal vorstellen. Die adulten Tiere, also die Erwachsenen, die können wegfliegen, aber auch, ich würde mal sagen, eher schlecht als recht. Das ist so 5 bis 6 Meter gehen, aber mehr auch nicht. Und irgendwie ist dieser Vogel, der hat so viele besondere Eigenschaften, der ist sehr urtümlich. Der fermentiert in verschiedenen Mägen in seinem Körper, im Prinzip wie eine Kuh. Und das stinkt natürlich auch und deswegen heißt er auch Stinkvogel. Also ein ganz besonderes Tier, von dem immer keine Sau gehört hat und der hier in diesem Regenwald im Amazonasgebiet lebt. Und es ist einfach, es ist ein Privileg, so ein Tier zu sehen. Und wie es immer so ist, du hockst hier stundenlang, du läufst durch die Nacht. Du fährst raus auf den See und bist die ganze Zeit irgendwie wie ein Scharfschütze darauf getrimmt, dass du jetzt gleich den Vogel kriegst und bist auf der Lauer und die ganze Zeit irgendwie immer am Anschlag und es passiert natürlich nichts. Und dann legst du die Kamera einmal kurz weg, weil es heiß wird und du dich umziehst und in dem Moment 2 Hoazine am Wasser und kleine versuchte Paarungen, Abflug, Tropfenspritzen. Aber da die Kamera immer ready ist, aufs Knöpfchen gedrückt, 4K, 10-Bit, 120 Frames per Second, sieht geil aus. Guckt euch das jetzt an. So Freunde, in Sachen Otter war das nichts, aber es ist nicht so schlimm. Wir haben super viele geile Vögel gesehen, Hoazine, Tukane, alle möglichen Reiher, sogar Eisvögel. Aber jetzt ist der Tag auch in Sachen Foto erstmal gelaufen, weil es ist jetzt viel zu heiß. Die Sonne ballert wie verrückt. Wir werden uns jetzt ins Basiscamp zurückziehen, Akkus laden und dann geht's auf zum nächsten Abenteuer. Also Mission Otter leider gescheitert, aber auch halb so wild, weil du wirst mit Hoazinen belohnt und die sind auch geil. Leute, hier sind wir heute Morgen angekommen. Im absolut Dunkeln. Ja, da seht ihr, das Gelände ist nicht so einfach zu navigieren in der Dunkelheit. Das ist das Schöne, selbst auf der Heimflussfahrt, also wieder zurück zum Basiscamp, guckt man dann nochmal an den Rand und sieht dann schon irgendwas Braunes, Capybaras. Und zwar richtig, richtig gut, eine ganze Familie. Wunderbar, schön schlammig, man sieht, wie die Fußabdrücke gemacht werden. Also das ist das, was man sehen will. Capybara übrigens im Prinzip ein riesiges Meerschwein, ja nicht, aber ein geiles. Und ich muss sagen, wenn ich ein Haustier haben dürfte, wäre es ein Capybara. Das sind Wasserschweine und die können schwimmen und die lieben Baden und Tauchen. Ja, genau mein Tier. Das nicht, also das war das beste Capybara-Encounter, was ich jemals hatte, aber auch so insgesamt, wenn ein Wildtier einen so lange da lässt und völlig unbedarft einfach das macht, was die eben so machen, das ist... Und dann denkt man immer an die im Zoo rumhocken und sieht dann hier, wie die richtig leben. Das ist einfach geil. Und jetzt schwimmt da ein Fluss und wird gleich vom Kalman gefressen. Naja.
Ich habe mir vorher das Gelände so ein bisschen angeguckt und da ist ein kleines Loch. Und es könnte sein, dass da eine Vogelspinne drin ist. Ich habe aber allerdings noch keine gesehen. Mal gucken, ob man was sieht. Deswegen habe ich immer eine Taschenlampe dabei für Löcher. Und da sehe ich tatsächlich, ja, das sind einige so, ich würde mal sagen 8 Stück kleine, aber schon vollständig ausgebildete Vogelspinnen. Aber Mama ist bestimmt auch noch irgendwo. Die hätte ich gerne. Guck mal, so eine GoPro. Zack, ganz normal. Mit einfach einer Batterie, die ein bisschen länger hält. Ist sogar noch dreckig vom letzten Einsatz. Sumatra-Nashorn. Die Kamera wurde vom Sumatra-Nashorn halb gefressen. Naja. Mit einer GoPro kann man tatsächlich auch mal relativ nah ran. Und dann ist es trotzdem noch scharf. Trotzdem so ein bisschen Stability wäre gut. Aber ich denke, so könnte man es machen. Könnte man auch nachts machen, noch ein kleines Licht hinlegen, aber dann sind die Tiere ein bisschen empfindlich. Aber so denke ich, dass das was wird. Das ist so Teil 1 der Tieraufnahmen im Dschungel. Das lassen wir die Kamera hier schön selber machen. Habe ich gar nichts mit am Hut. Das Doofe ist, dass man ja immer denkt, von diesen ganzen Filmen, die man so kennt, unser Planet und unsere Erde und dies und das und den ganzen BBC-Reportagen, dass naja, der Dschungel voller Tiere ist. Das ist hier einer der biodiversesten Dschungel, aber tatsächlich muss man die sich auch ziemlich hart erarbeiten. Die sind jetzt nicht an jeder Ecke, aber man hört Vögelchen. Nichtsdestotrotz ist tagsüber im Dschungel relativ wenig los. Man muss schon sehr genau hingucken und suchen. Wir müssen jetzt so ein bisschen mit den Schuhen abrollen, so richtig. Also leise Ninja-Sohlen anlegen. Denn Spinnen reagieren extrem auf Erschütterung. Das heißt, wenn wir auftrampeln, ist sie sofort weg. Aber wenn wir abrollen, kommt man einigermaßen nah ran. Wir haben das jetzt hier ein paar Stunden stehen lassen und gucken mal, ob was drauf ist. Ich bin mal gespannt. Wir lassen es mal noch weiterlaufen. Wir lassen es dunkel werden, mal gucken. Freunde, meine kleine Spinnen-Action war einigermaßen erfolgreich und das Ganze mache ich jetzt nochmal bei Nacht. Ja, gucken wir mal, ob sie noch mal ein bisschen mehr rauskommt und ob Mama sich auch mal zeigt. Da bin ich gespannt. So, hier das kleine Setup. GoPro wieder mit Batterie, kleines Licht und natürlich auch El Nicho, sorry für die Verblendung, mit richtiger Kamera. Die Paula. Mit Handyladegerät und Schnappen. Schön. Also nein. Ja. Ja. Okay. Na dann. Gucken wir mal. Da ist der Baum, wo sie immer sitzt. Ja. Ja, ja, ja. Sie sitzt draußen, aber geht rein. Scheiße. Da guckt noch ihr dicker Po. So, guck mal, unser Setup am Spinnenloch. Da sehe ich auch schon einen kleinen Spiderling. Ich drücke jetzt mal hier auf Rekord. Kamera Start und Abmarsch. Dann lassen wir die Spinne mal in Ruhe. So, wir gehen jetzt schön unsere Kameras wieder abholen. Hatten die hier ordentlich lange stehen. Gucken wir mal, ob was drauf ist. Ja? Ja, und weg. Okay. Sehr gut. Abbau und dann geht's auf in die Nacht. Den Nightwalk, dann gucken wir mal, was wir finden. Freunde, so wie es aussieht, was wir auf dem Display erkennen konnten, war das erfolgreich und die Mutterspinne kam raus. Ah, das ist so geil. Also, wir sind jetzt hier nachts unterwegs. Das ist immer das, was ich im Dschungel eigentlich mit am liebsten mache. Nachts irgendwo draußen sein. Wir sind gerade mit Chris Katola
bei einem Nightwalk. Und der ist ein absoluter Spezialist für alles, was an Viehzeug hier rumkreucht und fleucht. Vom Vogel bis zur Fledermaus, von der Schlange bis zum Kaiman. Der Typ, also wirklich, da bin ich ein Scheißdreck dagegen. Der Typ ist richtig krass. Was Tiere betrifft, Arten, der kennt noch nicht mal die normalen Namen, der arbeitet nur mit lateinischen Namen. Aber der wird uns heute hoffentlich mal ein bisschen was rausfummeln aus dem Gebälk und dem Geblätter hier und uns einiges darüber erzählen. Das macht dann richtig Spaß, wenn man mit dem absoluten Pro für dieses Gebiet unterwegs ist. Der ist seit über 2 Jahren hier am Forschen. Da kennt man sich dann halt wirklich aus. Deswegen, ich liebe es, solche Leute zu treffen. Also, wir folgen dem Ketola. Los geht's. Guck mal, so schnell kann es gehen. Da findet man nur eine Raupe und schon drehen alle durch. Die hat noch nicht mal der Chris vorher gesehen. Da würde man mal gerne wissen, welcher Schmetterling dabei rauskommt. Alter Schweizer, cool. So, hier haben wir einen Anoli. Die kennt man vielleicht aus dem Terrarium. Schön, Nico. Schön, schön, schön. Hier haben wir jetzt die Spinne, die man nicht im Rucksack oder Schuh oder in der Tasche haben möchte. Brasilianische Wanderspinne. Das ist eine, die bringt einen ins Krankenhaus oder sogar kann ihn noch für mehr Trubel sorgen. Und das Doofe ist, wir sind ja hier weit weg vom Krankenhaus. Das heißt, von der sollte man sich nicht beißen lassen. Kann man auch mit dem Gesicht nicht zu nah rangehen, weil die macht auch ganz gerne mal einen kleinen Sprung. Das ist das, was man nicht haben möchte. Also ich bin kein guter Makrofotograf, ich kann das nicht gut, aber das ist ja auch gar kein Makrotier mehr. Also ich meine, die Spinne hat gut Durchmesser 6 cm, Körperlänge gut 3 cm. Das ist ja auch schon ein relativ großes Tier. Eine ordentliche Radnetzspinne, das hat schon was Schönes. Das macht auf jeden Fall Spaß. Sollte man aber nicht zu nah hin mit dem Finger, denn wie ihr wisst, sind ja alle Spinnen giftig, bis auf die Kräusel-Radnetzspinne. Bei den Aranea, also den Webspinnen wie diesen hier. Da hinten haben wir einen Kaiman und der Chris ist aufgeregt, weil er liebt Kaimane so sehr und hat gesagt, er würde eigentlich auch mal probieren, da reinzuspringen und den schnappen, aber wir raten davon ab. You actually see the bones for this. This is the greeny and blue color of the bones. That's actually one of the ID features for this species. It's Synax ictericus. So it's a Helidae, one of the tree frogs. Yeah, so this is one of the hairy caterpillars, which is, you know, cute to look at, but we don't want it to actually touch bare skin because the hairs can cause a really bad irritation, like a burn, and then those burns could become potentially infected as well. And I know some people have some pretty bad scarring from caterpillars like this, so it's okay on your clothes. We just don't want to be touching it with bare skin, that's for sure. Scheiße, Nico. Ja, vor allem der ist gerade auf mich gefallen und zum Glück habe ich heute was Langes an, ne? So Freunde, den wollte ich euch unbedingt zeigen, den Pac-Man-Frosch. Das ist einfach eine Art, die ich hier im Amazonas-Regenwald unbedingt sehen wollte. Geil. Was ich jetzt hier vor mir habe, ist eine Stabheuschrecke. Passt mal auf, ich wiesel die mal raus. Schön vorsichtig, dass wir sie nicht verletzen. Die ist sehr fragil. Da haben wir sie. Guckt euch die mal an. Stabheuschrecke, wie der Name schon sagt, ne? Tut so, als ob sie ein Stab ist. Also ein abgestorbener Ast oder sowas. Irgendwie, was man im Dschungel so findet. Und damit ist sie für die Feinde quasi unsichtbar. Ich liebe die, die sind so cool, oder? Es gibt da auch Arten, die werden bis zu 30 cm lang. Also wirkliche Giganten, sind mit die größten Insekten, die es so gibt. Nicht die schwersten, aber die längsten. 30 cm ist schon eine große Länge für ein Insekt, weil die sind im Prinzip im Längen- oder Größenwachstum beschränkt durch den Sauerstoffgehalt in unserer Atmosphäre. Das heißt, die haben ja ein spezielles Atmungssystem und das funktioniert eben bei unserem Sauerstoffgehalt mit 20,9% nur bis zu einer gewissen Größe. Die können gar nicht größer werden, weil der Körper dann nicht mehr genug mit Sauerstoff versorgt werden könnte. Zur Dino-Zeit, als es noch mehr Sauerstoff quasi gab, ging das. Und da konnten solche Tiere auch schon mal 1 Meter lang werden. Da gab es auch 1 Meter lange Libellen und so. Also wirklich total geil. Die guckt einen auch richtig an. Die fixiert einen mit den Augen. Ich liebe diese Tiere. Wirklich genial.
Wenn man die jetzt so auf so einem Blatt sitzen hat und jetzt guckt mal, von unten, boah, seht ihr das, wie geil das aussieht? Kann man mal machen sowas. Seht ihr das? Sowas liebe ich, das ist so geil. Wenn ihr wüsstet, wie es neben meinem Ohr summt. Aber das sieht so cool aus. Dafür lohnt sich dann die ein oder anderen Mückenstiche. Und ich sage euch, ich habe schon so viele Mückenstiche jetzt hier eingesteckt. Boah, das sieht jetzt gleich aus wie ein Monster. Auch hier wie immer, keine Regeln. Macht was ihr wollt, Leute. Hauptsache, ihr habt Spaß dran. Alles ist möglich. Guten Morgen. Wieder von einem anderen Teil der Tierfotografie aus Peru. Es ist noch ziemlich früh. Ich habe nicht mal eine Uhr dabei, weil es mir viel zu früh ist. Ich will gar nicht drauf gucken, ist so schrecklich. Und wir sitzen ungefähr 100 Meter entfernt von einer sogenannten Lehmlecke. Das heißt, eine Abbruchkante am Fluss, wo ganz viel Lehm zu sehen ist und ganz, ganz viele Papageien verschiedenster Arten hinkommen und jetzt da Lehm lecken. Wir sind also zum Lecken hier. Es ist natürlich auch total schwierig, gegen eine Wand zu fotografieren. Das heißt, wir haben da vorne die Lehmlecke, da wo die Mineralien von den Vögeln abgegriffen werden. Das heißt, der Vogel sitzt davor, direkt an der Wand. Man hat wenig Kontrast. Es ist wirklich schwierig, ein gutes Bild dahin zu kriegen. Außerdem tränen meine Augen. Oh, mit dem hellen Sand, wenn man immer nur da durchguckt. Leute, das ist jetzt gerade, also es macht jetzt keinen Spaß, die Bilder einzufangen. Das sage ich. Aber durch die Linse sieht es gut aus. Wir sind jetzt schon ein paar Stunden unterwegs und jetzt sind genügend Aras da. Das Licht ist auch okay, aber man wird hier gegrillt bei über 30 Grad. Man wird von Sandfliegen aufgefressen. Ja, meine Hände sind komplett zerstochen, meine Ohren, das Gesicht. Ich fühle mich wirklich schrecklich, ich werde gekocht an meiner eigenen Haut, aber die Aufnahmen sind ganz okay. Chicky hat einen Privattukan. Das ist jetzt ein bisschen gemein, weil es ist nicht wirklich Wildtierfotografie. Das ist Tuki, den hat der Chicky gerettet. Und zwar als kleines Baby lag der irgendwo auf dem Waldboden. Und er hat ihn mitgenommen und damit halt vor dem sicheren Tod gerettet und ein paar Insekten und Früchte gegeben. Der ist jetzt um die 9 bis 10 Monate alt und soll irgendwann wieder ausgewildert werden, aber die zwei sind natürlich Freunde geworden. Also ob der jemals wieder wegfliegt, weiß ich noch nicht ganz genau. Aber normalerweise wird es in der Natur an so ein Tier niemals so nah rankommen. Und das ist natürlich die beste Möglichkeit, um hier so einen Tukan einmal zu fotografieren. Wenn er nicht ganz wild ist, aber so gut wie wild, und das zählt für mich, der lebt ja in Freiheit, der kann jederzeit weg und sich eine Freundin suchen, das macht er vielleicht auch irgendwann. Oder vielleicht denkt er auch, also Vögel haben tatsächlich auch so Menschen als Partner, als Bindungspartner, das kann tatsächlich ein Leben lang halten. Und bei so einem Tukan sind das dann über 30 Jahre. Also viel Spaß, Chicky. So, machen wir nochmal ein schönes Bild von einem halbwilden Tukan. Aber schön sieht er aus, wirklich, wirklich geil. Und das ist auch so ein typischer Vogel, der landet weltweit überall auf den Wildtiermärkten. Der lässt sich natürlich gut verkaufen, auch in Deutschland wollen den viele Menschen haben. Und es war hier tatsächlich auch so, als der Chicky einmal aus dem Haus war und keiner zu Hause war und der Tuki aber noch da war, sind die Leute gekommen und haben ihn versucht vom Baum zu locken mit kleinen Bananenstückchen, um ihn mitzunehmen und zu verkaufen. Also Illegal Pet Markets gibt es überall auf der ganzen Welt, großes Problem.
Und wenn du dann überlegst, dass so ein Tier 25, 30, 35 Jahre im Käfig sitzt, irgendwo zur Belustigung von Menschen, konnte ich noch nie verstehen, Vögel einsperren. Das ist also, wer Vögel liebt, der liebt sie in der Natur und niemals im Käfig. Und das sieht man, wenn man so einen Tukan hier im Baum sitzen sieht. So Freunde, Zeit für neue Ufer. Wir brechen jetzt das Basiscamp hier im Dschungel ab und begeben uns noch tiefer rein. Ich weiß noch nicht ganz genau, wo es hingeht, aber an einen alten See, wo es eventuell dann doch noch Riesenotter gibt. Oh, kann ja nur gut werden. Das heißt jetzt wieder 500 Kilo Equipment verlegen, ordentlich viel tragen, viele Kilometer tief in den Dschungel rein und dann gibt es hoffentlich neues Abenteuer. Also, let's go! Man begeistert ja Menschen nur für die Natur oder für so einen schützenswerten Lebensraum, wenn das Bild auch richtig top ist und irgendwas darstellt, was eben schützenswert ist. Das machst du nicht mit einem kleinen Mini-Vögelchen, sondern das machst du wirklich nur mit richtig tollen emotionalen Tierbildern und die gibt es nicht jeden Tag, die gibt es auch nicht jede Woche, auch nicht jeden Monat, die gibt es dann nur ein paar Mal im Jahr, wenn überhaupt. Und die sind wirklich schwer erarbeitet, aber wenn es dann mal klappt, jetzt in so einem schönen Licht, dann ist es wirklich toll. Aber nichtsdestotrotz haben wir jetzt in der Tierfotografie hier in Peru leider nicht das Ziel erreicht, was ich wollte, also zum Beispiel die Riesenotter zu fotografieren oder einen Jaguar. Das ist natürlich auch immer nur das i-Tüpfelchen, aber nichtsdestotrotz hofft man dann natürlich drauf, um eben dann den Leuten in Deutschland zu zeigen, Mensch, guck mal hier, das gibt es da, das ist schützenswert und deswegen machen wir das alles. Schön. Also, wenn euch die eher so mittleren Naturaufnahmen gefallen haben, nein, Spaß an die Seite, es sind ja wirklich schöne Sachen bei rausgekommen. Wenn die euch gefallen haben, Daumen nach oben, Kanal abonnieren nicht vergessen, ordentlich kommentieren. Ach, und dann würde ich sagen, Kameras in die Hand nehmen, nicht so viel YouTube gucken, rausgehen, lernen und einfach mal mitkommen. Es ist geil hier, guckt doch mal. Jetzt noch so ein kleiner Jaguar, so ein springender Otter, Anaconda, die dann auch noch ins Bild kommt, das wär's. So hätte ich mir das vorgestellt.